Dies ist eine Reise ins Abenteuer. Unvergleichliche Momente und Bilder, die man nie mehr vergisst. Mit dem Zug durch südliche Afrika, da wo es am schönsten ist. Erleben Sie mit uns eine Traumreise auf Schienen. Heute in Verrückt nach Zug ein Ausflug zu der riesigen Flamingo-Kolonie an der Walfischbucht. Handgemachte Schuhe aus Namibia, Thomas und sein Schuhtick. Und gute Stimmung auf dem Zug. Aus Fremden werden Freunde. Am Bahnhof in Swakopmund. Der African Explorer ist frisch herausgeputzt. Gestern Abend ist der Zug eingetroffen und wartet nun auf die Weiterfahrt am Nachmittag. Zugmanager Senele macht seinen gewohnten Kontrollgang. Dass es gleich ein Problem geben wird, ahnen zum jetzigen Zeitpunkt weder er noch Lokführer Hermann. Der freut sich nach einer langen Schicht auf die Ablösung. Ich werde jetzt vom Teamwagen abgeholt und nach Hause gebracht. Der Kollege aus Otjiwarongo wird gleich kommen und mich ablösen. Dann starten sie die Lokomotive. Um 18 Uhr geht's dann weiter. Eine 14-Stunden-Schicht liegt hinter ihm. Manchmal ist es schlecht, manchmal in Ordnung. Die Arbeit in der Lok ist oft anstrengend. Es ist eng und laut. Trotzdem hängt Hermann an seinem Job im Führerhaus, denn schließlich ist er es, der die kraftvolle Diesellok steuert. Ich liebe es, mit meinen Händen zu arbeiten. Ich mache das jetzt seit 32 Jahren. Er muss langsam fahren, damit die Gäste den Ausblick genießen können, aber auch schnell genug, um den Fahrplan einzuhalten. Die normale Geschwindigkeit ist 60 Stundenkilometer. Also andere Züge fahren mit 60. Für die Gäste und die Aussicht fahren wir hier aber langsamer. Im Moment möchte Hermann aber am liebsten nur nach Hause. Wo bleibt bloß seine Ablösung? Sie ist längst überfällig. In Swakopmund erklärt Chefreiseleiterin Anke Rüsch den Gästen, wo sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten befinden. Bis zum späten Nachmittag hat jeder Zeit zur freien Verfügung. Anke zieht es jetzt aber nicht ins Museum. Ja, alle wissen, wo der Treffpunkt ist. Dann gehe ich jetzt mal eben gucken, ob das vielleicht auch heute mit dem Friseur noch klappt. Die Küstenstadt Swakopmund ist ein herausgeputztes Örtchen mit deutscher Fachwerkarchitektur und deutschen Geschäftsnamen. Und hier gegenüber ist mein Friseur. Da gucke ich jetzt einfach mal eben rein, Damen und Herren. Salon, Friseur, Gebauer, ob die Zeit haben für mich. Ja, hoffentlich sind die Wartezeiten nicht wie im Heimatland. Schneiden ohne Anmeldung? Ob das klappt? Eine Stunde kann ich, ne? Dann gehe ich jetzt erstmal ein Brötchen essen oder eine Quiche, das wäre ganz schön. Brötchen, Quiche, das klingt so gar nicht afrikanisch. Swakopmund wurde von Deutschen gegründet. Auch wenn die Kolonialzeit zum Glück lange vorbei ist, hat die europäische Atmosphäre hier überdauert. Swakopmund gefällt mir außerdem gut, weil hier zum Beispiel ein schönes Café, da kann man deutsche belegte Brötchen essen, aber es ist überschaubar, es ist gemütlich und man kriegt wieder alles, was wir unterwegs nicht immer kriegen. Auch Peter und Thomas haben ein bestimmtes Ziel. Wir haben uns jetzt hier mit dem Taxi herfahren lassen, weil wir uns die African Leather Creations angucken wollen. Da haben wir davon gehört, hat uns jemand erzählt, dass ein Deutscher hier eine Lederfabrik hat und die kann man besichtigen und kann auch was kaufen. Schuhe zum Beispiel. Schuhe kann man nie genug bekommen. Ich glaube schon, dass ich einen Schuhtick habe, ja. Und wie viele hat er? Boah, weiß ich nicht. Würde ich niemals zählen, weil sonst kriege ich selbst vielleicht eine Krise. Eine Krise, ja.
Es sind wirklich viele, das sei verraten. Aber ob Thomas auch bei diesen namibischen Schuhen schwach wird? Sie sind handgefertigt und aus weichem Kudu-Leder von einer einheimischen Antilopenart. Bloß... Vielleicht ein bisschen, was einen schlankeren Fuß macht. Aber ich finde sie witzig gemacht. Ja. Wie wär's denn mit einem anderen Modell? Das ist ja ein bisschen moderner hier vom Schnitt. Aber Ja. es liegt am Design, nicht an der Qualität. Unsere Empfehlung hat gesagt, die würde man einmal anziehen und würde sie anziehen, könnte sofort 20 Kilometer laufen. Ich glaube, danach werden meine Füße aber... Und das Oberteil geht nie kaputt. Man kann sich 5-mal neue Sohlen drauf Ja, machen gut, lassen. das stimmt. Ja, die würden genäht. ewig halten. Exzentrische Modelle gibt's übrigens auch. Jetzt. So langsam wird's. Ja. Schläppchen. Très chic. Und Platz genug haben die beiden daheim auch. Wir haben das Haus nach den Schuhen gekauft, nach der Anzahl der Schuhe gekauft. Es gibt wir haben zum wirklich- Glück einige Einbauschränke, hinter denen man einiges verstecken kann. Also wir haben in der Tat ein Haus gekauft, wo unter der Treppe ein riesen Einbauschrank schon als Schuhschrank konzipiert war. Aber Und nur der- aus dem Grund haben wir das Haus Aber gekauft. der reicht schon seit langer Zeit nicht mehr aus. Es musste schon noch Ich aufgestockt finde werden. auch ganz bemerkenswert dieses aparte Modell. Männerhandtasche aus den 70ern. Ja. Das hatte man gerne. Oh, das hat man wirklich gerne. Ja, bei manchen ist Retro ja in. Ja, also ich glaube, Ja. wir werden hier nicht wirklich fündig, aber wir würden uns gerne noch die Produktion mal angucken. Ja? Ich glaube, der junge Mann hat sich ja schon gekümmert. Oder ist das hier die Produktion? Der Chef persönlich wird sie herumführen, Herbert Schier. Die Verständigung ist leicht. Er spricht Deutsch. Sind Sie Namibier? Ich bin Namibianer, ja, Namibianer? in dritter Generation hier und habe quasi die Gerberei von meinem Vater 1980 übernommen und war also in den Anfang der 70er Jahre in Reutlingen auf der Gerberschule, die mittlerweile auch nicht mehr da ist. Und wir machen diese Schuhe eben aus Kudu-Leder. Das ist unser Artikel, unser Spezialartikel. Und auf geht's hinter die Kulissen. Die Flamingos in der Walfischbucht sind eine echte Attraktion. Verrückt, die stehen hier einfach am Strand rum, ne? Das ist ja unglaublich. Yvonne Zermin und Jeanette Hartmann aus Berlin haben sich zu einem Spaziergang in die Lagune aufgemacht und werden nicht enttäuscht. Ich dachte, sie wären viel weiter weg, aber die sind noch voll nah dran. Ja, da staunen sie. Ich dachte schon wieder Gänsehaut. Die Tiere haben überhaupt keine Scheu. Hier, das ist ja unglaublich. Während Yvonne wie so oft Erinnerungsfotos schießt, lässt Jeanette den Moment mal nur so auf sich wirken. Ah, schau, der Blick ist doch einfach herrlich, oder? Vor allem der in Natura. Ich sehe nichts auf meinem Screen. Ich sehe alles. Manchmal sollte man vielleicht lieber den Augenblick genießen mit diesen wunderbaren Tieren, die man bei uns ja nur im Zoo bewundern kann. Tausende Flamingos leben in der Lagune. Sie finden hier ideale Futterbedingungen vor. Das Feuchtgebiet ist eines der größten im südlichen Afrika. Deshalb kommen die Vögel auch scharenweise hierher. Zurück zum African Explorer. Es ist Nachmittag geworden. Glühende Hitze und die Abfahrtszeit nähert sich. Zugmanager Senele will letzte Anweisungen geben. Hallo Gentlemen, ich werde jetzt mit dem Fahrer sprechen, dass er sich bereit macht für unsere Abfahrt. Bereits vor einer Stunde hätte Lokführer Hermann abgelöst werden sollen. Doch der sitzt immer noch in der Diesellok und wartet. Plötzlich ein Anruf. Und das bedeutet nichts Gutes. Hermann hat schon eine lange Schicht hinter sich. Und nun das. Der Fahrer hat angerufen und gesagt, dass der Kollege sich verspätet.
Ein Fall für den Zugmanager. Senele nimmt sofort Kontakt mit der Zentrale auf. Hey Chip, wo bleiben deine Jungs? Er hat das schon öfter erlebt. Sie sind immer zu spät. Und das ist ein Problem für den Fahrplan. Wir wollen rechtzeitig nach Ipaco kommen. Es war geplant, um 6:30 anzukommen. Noch bleibt Senele locker. Ich gebe Ihnen noch 15 Minuten. Afrikanischer Zeit. Keine Eile, keine Sorge. Wie gut, dass die Reisenden von dem Stress nichts mitbekommen. Sie genießen ihre freie Zeit in Swakopmund. Elke Winterstein aus Bamberg und Reiseführerin Jeanette Malherbe haben sich für ihren Ausflug das berühmte Café Anton ausgesucht. Kaffee und Kuchen wie zu Hause soll's hier geben. Heimatgefühl auf der Zunge, sozusagen. Also ich bin jetzt beim Café Anton. Ich habe das schon in Deutschland im Reiseführer gelesen, dass die Schwarzwälder Kirschtorte so gut sein soll. Und ja, ich bin zwar noch auf Diät, aber das lasse ich mir jetzt nicht ergehen. Ich möchte gern eine Schwarzwälder Kirschtorte essen. Und bin gespannt, ob die genauso gut schmeckt wie in Deutschland. Ja, wie jetzt Diät? Ja, also ich habe heute Morgen, sag ich mal, nur Joghurt gegessen. Und jetzt natürlich 2000 Kalorien. Das ist eigentlich schon über mein Budget. Aber ja, ich werde jetzt ein Stückchen essen mit einem Cappuccino. Das gönne ich mir heute mal. Die Auswahl ist erstaunlich groß. Oh, haben wir sehr leckere Sachen. Mandeln drin. Oh, schauen wir, das sind die ganzen Torten. Käse, Kuchen auch, ne? Lecker, lecker. Schokotorten, trockenen Kuchen. Ja, die haben sehr schöne gebackene Käsekuchen auch. Und wo ist da. die Schwarzwälder Kirschtorte? Das sehe ich gar nicht. Vielleicht unter dem hinter, muss man vielleicht extra bestellen. Oder sie ist ausverkauft. Oh, jetzt habe ich so lange gewartet und verzichtet und 10 Tage auf der Reise noch gar nichts Süßes gegessen, dass ich mir das heute leisten kann. Jetzt ist keine da. Wir werden einfach mal fragen. Hallo, Entschuldigung. Haben Sie Schwarzwälder Kirschtorte? Ja, habe ich noch. Ich habe noch ein letztes Stück da. Oh, super, das nehme ich wunderbar. natürlich. Da ist sie, die Torte. So wird sie hier geliebt, seit über 50 Jahren. Der Herr Anton und Frau Anton hatten hier mit Café Anton angefangen. Und das schon seit 1965. So deswegen. Dann hat er noch alles Deutsch. Weißt du, die Kuchen und so. Und natürlich haben wir auch viele deutsche Kunden. Deswegen müssen wir Deutsch reden. Oder ich muss, aber das ist Einfache. Das geht für alle einfacher. Fehlt noch der Cappuccino. Zwar mit Schaum. Dankeschön. Ja, der süßen Versuchung lässt sich ja auch so schwer widerstehen. Also ich versuche nicht so viel Kuchen zu essen, aber eine Käsekuchen. Ich esse auch noch mal einen Geburtstag oder so. Da der Kuchen, sonst auch nichts. Genau. Nein. Nein, nimmt mir ja zu, wenn man da ständig nur süße Sachen isst. Jetzt habe ich 16 Kilo abgenommen oder knapp 17. Also ich möchte schon noch 4 Kilo abnehmen und nicht gleich wieder alles hinessen. Ach, wenn man einmal das machen, dann ist es nicht so schlimm. Kann man das nächsten Tag. Dann gönnt ihr sonst nichts mehr. Genau. Oh, das sieht aber lecker aus. Vielen Dank. Oh, vielen Dank. Oh, die schaut ja sehr lecker aus. So, das ist jetzt dein Lieblings... Und wie schmeckt eine afrikanische Schwarzwälder Kirsch? Um sich die Wartezeit bis zu ihrem Friseurtermin zu verkürzen, besucht Reiseleiterin Anke Rüsch einen kleinen Markt mit Kunsthandwerk aus Namibia. All die Tierfiguren aus Perlendraht hat er handgemacht, bunt und außergewöhnlich. Anke liebt selbstgemachte Stücke. Das hier hat sie noch nie gesehen. That's sheep skin. Which kind of skin? Sheep. Das ist Schafshaut. From sheep, yeah. Woher kommst du eigentlich? From where are you? Deutschland. From Yemen. Gefällt dir Namibia bisher? Yes, we are the Shongololo. Ja, wir fahren mit dem Zug. Alle unsere 60 Passagiere schwirren hier rum. 60 passengers. Okay. Yes. Wie viele Tage? Only today. Nur heute. Wir fahren zur Etosha-Ebene. Aber gerade sind alle 60 Passagiere hier. Sie werden dich finden. I hope they will find you. Please. Jetzt hat sie sich doch fast festgequatscht. Also auf zum Friseur. Wenn sie den Termin verpasst, das wäre glatt zum Haare raufen. Boah, geschafft. Ob Anke zufrieden sein wird?
Was ist da drin? Also normal ist in Deutschland dunkle Böden, 2 Stück, werden durchgeschnitten. Dann Kirschen, Sahne, schaut ein bisschen anders aus. Und ja, der Tortenboden, der dunkle, ist dann mit Kirschwasser immer getränkt. Lecker. Aber ich werde es jetzt einfach mal probieren. Schwarzwälder Kirschtorte mitten in Namibia. Den ganzen Tag. Und kommt das gute Stück ans Originalrezept heran? Ja, schmeckt nicht so wie in Deutschland, schmeckt eher cremig. Also Alkohol merke ich jetzt da gar nicht. Getränk ist auch nichts mit Kirschwasser, aber schmeckt gut. Genieß es, ne? Ja. Habe ich auch verdient nach diesen Tagen. Natürlich. Aber Nur ein sehr Joghurt gut. ist zu wenig. Nun will aber auch der Mitarbeiter wissen, wie das Aushängeschild seines Cafés ankommt. Das habe ich nämlich gefragt, weil bei uns, also bei euch schmeckt es jetzt ein bisschen anders. Bei uns ist ja noch Kirschwasser drin, ist ja dunkler Boden. Natürlich wäre es gut, wenn du mit Kirschwasser arbeitest. So viele Leute mag das nicht. Okay. Wir haben mehr Leute, die fragen, ohne so Alkohol drin. Auch die Südafrikanerin Janet muss mal probieren und plötzlich ruft der Geschmack Erinnerungen wach. Ich glaube, ich habe das als junge Mädchen in Deutschland irgendwo gegessen. Ich war mit Rucksack durch Europa. Okay. Fazit des Tortenversuchs: Eine Schwarzwälder Kirsch ohne Kirschwasser ist, nun sagen wir, exotisch. In der kleinen Schuhfabrik macht der Besitzer eine Privatführung für Peter und Thomas. Der Design, wenn man das so will, kam aus dem 19. Jahrhundert. Und zwar aus Südafrika. Wie die Südafrikaner, die Buren, mit Ochsenwagen, quasi vom Kap der Guten Hoffnung wegzogen und an diesen Felskunden entwickelt. Okay. Quasi ein vorderer Teil, ein hinterer Teil mit 3 Ösen links und rechts und da eine Sohle drauf und ganz einfach gehalten. Also auch ungefüttert. Und, das halten wir auch genauso, weil das Leder es umgibt quasi den Fuß, auch das Innere. Und genauso wie früher werden die Schuhe auch heute noch gemacht. Aus ganz weichem Antilopenleder. Also umgelegt, so, das ist jetzt das Oberteil, das ist das Vorderteil. Das ist das Vorderteil, das ist Halte mal fest, ja. Das Hinterteil. Ein Traditionsschuh, das Design unverändert seit 100 Jahren. Die Arbeiter sind keine gelernten Schuster, haben aber viel Fingerfertigkeit und Erfahrung im Schuhemachen. Aber er hat es ja jetzt so einfach aus dem Stegreif gemacht. Ja. Ist das die Erfahrung? Weil wir hätten das jetzt wahrscheinlich erstmal abgemessen und angezeichnet. Viele Arbeitsschritte sind nötig. So, und jetzt sind wir dabei, also quasi das Oberteil mit dem Unterteil zu verbinden. Peter und Thomas staunen. So wird ein Schuh draus. Das ist jetzt noch ein bisschen abgeschliffen hier, damit das so schön aussieht. Das ist die Putzmaschine hier, die ist auch uralt, aber läuft immer noch, deutsche Qualitätsarbeit. Im Handumdrehen ist der Schuh fertig. Ja, super, super interessant. Vor allem in dieser kurzen Zeit. Also ich hätte niemals gedacht, dass es so schnell geht. Und ist auch bezahlbar, auch für jeden. Das ist auch unsere Devise, dass jeder diese Schuhe kaufen kann, dass sie nicht zu teuer sind. Nämlich umgerechnet 50 €. Bye bye, thank you. Bye bye. Ich probiere jetzt einen an. Wenn so viel über den Schuh geschwärmt wird, dass der quasi im Fuß verschmilzt, dann muss ich doch mal einen anprobieren, oder? Ich komme erst mal. Also er ist mir zu klein natürlich. Stimmt, man sieht einen großen Onkel vorne. Ja, nicht ganz nach Peters Geschmack. Quack, quack. Gott. Ja? Die müssen eng sitzen. Ja. Aber das ist zu wenig. Ja, ich meine, sie sind. Das ist das ist nicht zu klein. Doch, mir wären sie zu klein. Mir fehlt die Sohle innen drin. Ich brauche immer so eine Special-Sohle. Aber sie sind echt gut und sie sind bequem. Trotzdem bleibt's dabei. Wir wollen sie nicht mitnehmen. Schade. Aber auch so war der Besuch ein Erlebnis.
Sehr, sehr. Hat sich gelohnt, hierher zu kommen? Ja. Auch wenn wir jetzt keine Schuhe kaufen. Ja, aber schön, dass man sieht, dass es Leute gibt, die hier eigentlich ja nicht einheimisch sind, über die Jahrhunderte vielleicht, oder über das Jahrhundertjahr, die sich aber auch um die wirklichen Ureinwohner Gedanken machen und denen Jobs geben. Finde ich super. Sehr schön. Nicht weit entfernt nähert sich eine fröhliche Reiseleiterin. Anke kommt frisch vom Friseur. Ja, hat geklappt. Hier, ganz kurz, schön, alles gut. Ne? Ja, jetzt geht der Bus nach Hause. Jetzt will ich um 5 Uhr auch mitfahren. Hoffentlich kann die Abfahrtszeit auch eingehalten werden, denn im African Explorer wartet Lokführer Hermann noch immer auf seine Ablösung. 16 Stunden ist er jetzt schon im Einsatz. Und endlich, da kommt der Wagen, der Hermann nach Hause fahren wird und in dem der neue Lokführer sitzt. Er hat sich um mehrere Stunden verspätet, aber so etwas kann passieren und keiner ist dem anderen böse. Hermann ist einfach nur erleichtert. Es war ein langer Tag. Jetzt gehe ich nach Hause. Aber mehrere Stunden Autofahrt liegen noch vor ihm. Wachablösung. Der Kollege übernimmt ab sofort die Regie in der starken Diesellok. Er wird bis morgen früh die Verantwortung tragen und auch dafür sorgen, dass der Zug sein nächstes Ziel erreicht. Letzte Vorbereitungen. Wir überprüfen jetzt die Bremsen. Danach bekommen wir die Erlaubnis zu fahren und dann geht's los. Sieht so aus, als ob der Fahrplan doch noch eingehalten werden kann. Also der afrikanische Zeit. Währenddessen macht Rolfs Bus auf dem Weg zum Zug noch einen Halt. Das sind Siedelwebernester oder ein Siedelwebernest. Der Eingang von den Nestern ist von unten. Der Grund dazu ist, das Nest oben drauf glatt, weil die Schlangen, wenn die oben in den Baum steigen und unten an das Nest rankommen wollen, an den Eingang, haben sie keinen Halt und fallen irgendwann runter. Und wenn ihr unter das Nest guckt, seht ihr so komische weiße Nester und da fliegt was rum. Das sind rote Wespen. Wir nennen die Buschpolizei. Und wenn die zustechen, dann stechen die nicht nur einmal, sondern sie stechen gleich 2- oder 3-mal. Und das brennt wie Feuer und 2 Tage später juckt das wie die Pest. Die Gruppe hat extra hier angehalten, um dieses spannende Naturschauspiel zu betrachten. So, und das ganze Nest ist gebaut in einem Kameldornbaum. Einheimischer Baum, ist auch naturgeschützt, darf nicht abgeholzt werden. Die Wespen bilden eine Art Wohngemeinschaft mit Singhabichten. Ja, die fliegen von unten rein, der Vogel, und dann hat er sein Nest und lässt sich rausfallen und fliegt weg. Ja, der Rolf ist schon klasse mit dem, was er alles weiß und uns erzählt. Dass das so Nester sind von Vögeln, die von unten reinfliegen und da drin wohnen in großen Gesellschaften, ist schon total beeindruckend. Stefan John ist hin und weg von all den Eindrücken auf dieser Afrikareise. Ich habe mein Leben lang noch nicht so viele Sachen gesehen, die man vielleicht sonst am Fernsehen irgendwo sieht. Aber dann realisiert man das nicht so wie hier. Das ist schon ganz toll. Macht schon viel Spaß. Und dann trifft auch dieser letzte Bus am African Explorer ein. Die Gäste haben heute in Swakopmund viel erlebt. Vor der Abfahrt ist noch Zeit für einen angeregten Austausch über die Eindrücke des Tages. Dazu gehört auch der Kontrast zwischen arm und reich, den man oft erleben kann. Und so manches Souvenir macht auch nachdenklich. Das ist aus Blechdosen selbst hergestellt von diesen Leuten, armen Leuten. Ja, das ist halt dann, das beschäftigt mich schon sehr. Afrika ist ein Kontinent der Gegensätze, aber viele der Reisenden haben mit dem Kauf lokaler Produkte wenigstens ein bisschen Unterstützung geleistet. Die vielfältigen Eindrücke aus Afrika
wird jeder mit nach Hause nehmen. Und jetzt geht die Reise weiter im historischen Sonderzug. Der African Explorer wird sich nun auf der ältesten Eisenbahntrasse Namibias bewegen, von Swakopmund Richtung Hauptstadt Windhoek. Einer ist besonders froh, wieder an Bord zu sein. Eisenbahnfreund Stefan John hat mittlerweile viele Geheimnisse seines Zuges entdeckt. Was ich spannend finde, ist zum Beispiel, dass man die Türen während der Fahrt aufmachen kann. Ja, man könnte also jetzt aussteigen und Gänseblümchen pflücken. Ja, oder auch lieber nicht. Für einen Liebhaber alter Eisenbahnen gibt es hier drinnen schließlich genug zu entdecken. Hier haben wir noch die alten Beschriftungen drauf von der Wagennummer. Hier so alte Warnhinweisschilder, was natürlich die ganze Sache ein bisschen schöner macht. Unten noch Wasserränder drin, das ist also nichts Neues, sondern schon wirklich alt. Nämlich aus den 30er Jahren. Und hier sieht man auch vom Holz her, das ist schon deutlich älter, hat viel mehr erlebt und finde es halt klasse, dass sie das wieder restauriert haben und nicht durch Neues ersetzt. Hat schon Stil. Stefan hat schon viele Züge gesehen, aber dieser hier steckt voller Überraschungen. Da haben wir hier die Ledergurte, mit denen kann man den Rollohohn runterziehen. Ja, man kann es auch einhaken in den Nippel hier. Es sind die Details, die ihm Freude machen. Das ist halt schön. Fenster kann man auch runter machen. Und ja, so hat man Frischluft und trotzdem kann man die Sonne draußen lassen. Ist schon gut durchdacht. Aber die wussten wahrscheinlich warum bei ihren langen Strecken. Stefans aufmerksamem Blick entgeht nichts. Wow, eine alte Kabine, das ist ja klasse. Türverriegelung, damit man von innen zumachen kann, damit keiner stört nachts. Oh, die Oberlichter, die funktionieren ja noch. Ist ja klasse. Altes Gepäcknetz. Super. Oh, was ist das? Er kann sich einfach für alles begeistern. Währenddessen sind auch Yvonne und Jeanette auf Streifzug. Wir werden mal die Küche besuchen. Das finde ich nämlich sehr spannend, mal zu gucken, wie in so einer kleinen Küche dieses leckere Essen vorbereitet wird. Und vielleicht können wir auch ein bisschen unterstützend, wie sagt man, mitkochen, zur Hand gehen oder mithelfen. Krass. Ja, es schaukelt ganz schön. Hello. Und es ist eng, besonders in der Küche. Ob sich die beiden Freundinnen da wirklich wohlfühlen werden? Abwarten. Chefkoch Aubrey Peterse machen Hitze und Enge nichts aus. Er bereitet gerade Herzoginnenkartoffeln fürs Abendessen vor. Hi. Hello. Hi. Jeanette. Aubrey. Yvonne, nice to meet Aubrey. you. Nice to meet you. Meet you. It's warm. It's very warm. Es ist unglaublich warm hier. Really? Do you have air Haben Sie keine Klimaanlage? Heftig. Oh my God. Schauen Sie, wir haben eine Lüftung. Sie läuft im Moment, große Abkühlung bringt sie allerdings nicht. Oh, alright. So you start already Haben Sie schon cooking? angefangen zu kochen? Richtig, wir haben gerade mit dem Abendessen begonnen. Für ihn ist das Routine. Hi, hi. Good. This is Darius. Hi, Jeanette. Hi. Welcome to the small kitchen. This is Yvonne. Hi, Yvonne. You're welcome. Nice to meet you. The smallest kitchen I've ever Das ist die seen. kleinste Küche, die ich jemals gesehen habe. Und hier kochen nur Sie And beide? You cook, you only two of us? Yeah, the two chefs. Wow, woo. Für wie viele ist das? 60 Personen? Ja, ungefähr 66 Personen plus 25 Mitarbeiter. Wow. Wie lange arbeiten Sie schon auf dem Zug? Wow, 14 Jahre. Ob Jeanette es hier wenigstens 14 Minuten aushält? Trotzdem möchte sie sehr gerne mithelfen. Okay. So tell us what we can Sagen Sie uns, was wir machen können. Holen Sie sich bitte eine Schürze, dann können wir beginnen. Okay. Yes. Die beiden haben jetzt schon großen Respekt. Ey, die machen eine krasse Arbeit, oder? Ja, Wahnsinn. Ja, voll krass. Schwierig jetzt gerade, weil da steht auch noch eine andere Frau.
Dann kommt noch jemand. Ich weiß noch nicht so genau, wie das funktionieren soll. Und wir müssen auf jeden Fall noch die Hände waschen. Super, thank you. Ob aus den beiden Marketingmanagerinnen hier echte Köchinnen werden? Vivi? Entschuldige. Selbst das Schürze anlegen ist schon schwierig. Auf dem kleinen Raum. Immerhin, sie machen Bella Figura und die Frisur sitzt. Also noch. That will look funny. Hältst du mal ganz kurz? Warte. Ich habe eigentlich einen Dutt gemacht. Ja, das war schlau. Den mache ich jetzt auch. Warte. Sehr schön. So wollte ich schon immer mal. So wollten wir schon immer mal rumlaufen, auftreten. Ne? Wie eine Badekappe. So, now I need to wash my hair. Ich muss mir nur noch die Hände waschen. Hier wird's gleich noch heiß hergehen. Im Barwagen ist es um diese Zeit noch ruhig. Der große Ansturm kommt erst später. Reiseleiterin Anke allerdings fällt das Abschalten während des Trips schwer. Sie plant bereits den kommenden Tag. Morgen müssen wir früh aufstehen, ich mache gerade das Programm. Deshalb nehme ich schon mal einen Koffer, einen Kaffee. Ja, ich brauche einen Kaffee. Aber es gibt noch einen Grund, warum sie ein bisschen durcheinander ist. Mein Handy ist weg. Ich weiß nicht wo. Vielleicht ist mir das aus dem Rock gefallen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich es, glaube ich, heute Morgen mit hatte. Aber es kann auch sein, dass es unterwegs oder im Auto irgendwo rausgefallen ist, ne, im Bus. Ich wollte gerade das Wetter noch gucken und jetzt habe ich kein Handy. Aber dafür einen starken Kaffee und der hilft vielleicht auch bei der Suche. Während sich der African Explorer Kilometer um Kilometer der namibischen Hauptstadt Windhoek nähert, verbringen die meisten Reisenden einen entspannten Nachmittag in den klimatisierten Salons. Alle freuen sich schon aufs Abendessen. Wenn Sie wüssten, wer das heute mit zubereiten will, dann wäre die Vorfreude bestimmt, ja, doppelt so groß. In der Küche treten nun die beiden neuen Aushilfen ihren Job an. Ein wenig Erfahrung bringt Jeanette tatsächlich mit. Ich habe mal eine Skisaison in St. Anton gelebt und habe dort im Hotel gearbeitet als Zimmermädchen und habe da auch mal hin und wieder in der Küche ausgeholfen, aber auch so nur Hilfsarbeiten, wenn mal jemand ausgefallen ist oder so. Aber ich koche auch selber ganz gerne, also von daher finde ich es sehr interessant. Okay, und Yvonne? Ehrlich gesagt koche ich noch nicht mal viel zu Hause. Also ich werde wahrscheinlich eher... Oh, we have to go. Achtung, wir müssen raus hier. Achtung, sei vorsichtig. Ivi. Wow, hier ist ja richtig Dampf drin. Ich hätte Lust, ihm da zu helfen bei diesen, wie nennt man diese Dinger, Ich glaube, das sind Herzoginnenkartoffeln. Okay. Ich als alter Küchenprofi. Chefkoch Aubrey hat den Bogen raus. Can I help you with that? Darf ich Ihnen dabei helfen? Na, dann mal zu. Die sind sehr It's heiß. very hot? Ja, verbrennen Sie sich nicht. Okay, I try my Ich versuch's, ich gebe mein Bestes. Halten Sie es so und dann einfach drücken. Oh, it's very hot. Oh, das ist wirklich heiß. And then? Und dann? Machen Sie einfach solche Portionen wie hier. Schauen Sie. Wo muss ich drücken? Jetzt runter, runter, runter. Ja, aller Anfang ist schwer, aber unter Aubreys Anleitung entstehen nach und nach die schönsten Gebilde. Also zumindest welche mit ganz eigenem Charakter. Wunderschön. Jetzt endlich machen sich Jeanettes Kenntnisse aus dem Aushilfsjob im Alpenland bezahlt. Ich habe den Studioplatz nicht bekommen, den ich wollte. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich Schönes machen. Und habe mir überlegt, ich packe mein Snowboard ein und arbeite eine Skisaison in St. Anton. Das war eine super Zeit. Das war eine meiner geilsten Erfahrungen. I try my best now. Ich gebe mein Bestes jetzt, okay? Und Konzentration. Okay, now. Einmal pressen und dann tief durchatmen und Schachmatt. Nehmen Sie ihn so und beginnen Sie mit dem Boden. Dann drücken Sie weiter und ziehen langsam hoch.
Ja, gekonnt ist gekonnt. Und die Novizin, traut sie sich noch mal ran? Okay, a last try. Okay, ein letzter Versuch. Aua, das ist zu heiß. Ich kann nicht. It's so hot. Und nun, mit letzter Kraft. Look, this one is good. Schauen Sie, der ist gut geworden. Wie heißt noch der Spruch? Eine Schwalbe macht noch lange keinen Sommer? Es ist so heiß. Und dann die Erkenntnis. Ivi, ich muss kurz an die Luft. Muss ich gleich noch mal umziehen, ne? Es war etwas zu heiß für ihre Hände. Eine zu schwierige Aufgabe. Ist aber nicht schlimm. Das war auch nicht der richtige Spritzbeutel, um es gut zu machen. Aber eine nützliche Übung war es allemal für sie. Vielleicht klappt's ja mit dem Zwiebelschneiden besser. Die sind für ein vegetarisches Risotto, denn an Bord wird täglich auch fleischlos gekocht. Ah, für Elke. Elke ist nämlich Vegetarierin. Die Zwiebeln sind jetzt zwar nicht heiß, dafür gilt es aber, andere Hürden zu meistern. Hoffentlich fangen jetzt nicht meine Augen an zu tränen. Ja, eine Küche ist kein Ponyhof und für Jeanette eher ein Fuhrhof. Nämlich der zur Hölle. Ey, ich schwitze, das ist total heiß da. Also das könnte ich auf gar keinen Fall jeden Tag machen. So, Ivi, jetzt musst du ran. Dann ist gleich fertig. Ich frage ihn noch mal, ob wir noch was machen können. Was denn? Noch mehr? So, everything is fine now? The rice inside and then it's... Den Reis noch rein und dann sind wir fertig. Water Okay? and Noch Wasser dazu und dann ist es gut. Thank you. Thank you Das very hat Spaß much. gemacht. Vielen Dank, das war wirklich cool. Ja, sehr cool. Es war nur eine kleine Hilfe, aber okay. Ein paar formschöne Objekte sind entstanden. Ich drücke die Kartoffeln jetzt nochmal alle auf die gleiche Größe. Das Fazit der beiden? Ja, ist schon sehr spannend. Ich finde es auch ganz cool, dass ich jetzt so ein bisschen beim Essen vorbereiten mithelfen konnte. Werden wir auf jeden Fall später noch mal servieren, wenn wir... Mal gucken, ob sich die Elke beschwert. Nee, ist bestimmt das beste Essen, was sie heute bekommt. Thank you. See you later. Bis später. Kommt nicht zu spät. Okay, don't be late. No. Nein, um 12 sind wir zurück. Alright. Tja, die Gäste. Sie haben den Zug einfach komplett in Beschlag genommen. Stefan ergötzt sich immer noch an der altehrwürdigen Ausstattung. Das ist natürlich schön. Richtig alt aufgearbeitet. Mit modernen Sachen wie Safe und mit Kleiderbügel. Das muss natürlich sein, weil sonst wird das ja nichts hier. Er liebt den alten Glanz. Schöner alter Spiegel, ganz toll. Auch hier die Einlegungen in den Türen, nicht einfach nur eine glatte Tür. Toll gemacht. Und hier bei den Ablagen sieht man, das ist richtig alt. Haben sie was draufgeklebt, weil es wohl schon gebrochen war. Aber schön gemacht, ganz toll. Und hier in jedem Wagen eine Tafel, wo beschrieben wird, warum der Wagen so, also das Abteil so heißt, wie es heißt. Habe ich zwar nicht verstanden bei uns, aber ist auch egal. Stefan will uns noch was zeigen, aber dazu muss er allein sein. Keiner da? Denn besser ist es, wenn keiner vom Personal mitbekommt, dass der Eisenbahnfreund auch Dinge entdeckt, die nicht so ganz der deutschen Norm entsprechen. Hier haben wir auch noch was Besonderes. Zwischen den Wagen sind hier zwar Übergangsbleche, aber da, wo es sich bewegt, in den Kurven, wo ein Spalt entstehen kann, ist überhaupt nichts. Das heißt, wenn einer in einer engen Kurve dazwischen tritt, ist der Fuß ab. Oder hier die Griffe, dass man nicht zwischen die Gummis kommt, ist schon toll organisiert. Und das ist halt Eisenbahn pur, dass man von einem Wagen in den anderen rübergehen kann. Gibt es bei uns auch, aber natürlich alles viel sicherer. Andere Länder, andere Sicherheitsstufen. Stefan schaut ganz genau hin. Hier auch schön diese ganzen Leisten, diese Fräsen. Und so ein kleines Highlight hier oben. Hier mussten wir dann die Etiketten dranhängen, ob der Raum sauber gemacht werden kann oder nicht. Also rot ist natürlich, Achtung, nicht grün heißt sauber machen. Schon toll organisiert, damit die Mädels wissen, wann sie hier putzen können. Daheim in Deutschland sammeln Stefan und seine Eisenbahnfreunde historische Lokomotiven und Züge. Den African Explorer nach Hessen zu holen, das wäre ein Sahnehäubchen.
Die Sonne geht, das Dinner kommt und mit der Dämmerung auch die Zeit der Geschichten, wie die von den Heldinnen der Küche. Lauschen wir mal diesen alternativen Kochfakten. Für Elke haben wir gekocht, also vielmehr Jeanette. Ich habe heute für dich gekocht. Ich habe daneben gestanden und aufgepasst, dass sie alles richtig macht. Ich habe alles für dich heute gemacht. Dein Essen ist heute von mir zubereitet. Ey, super, da freue ich mich schon. Mal schauen, was es Leckeres gibt. Was hast du gemacht, Ivi? Daneben gestanden und gut ausgesehen. Ach, naja, gut ausgesehen haben wir jetzt nicht wirklich. Nee, mit diesem Käppchen habe ich nicht gut ausgesehen. Haben wir nicht wirklich gut ausgesehen, aber es hat echt Spaß gemacht. Aber es ist auch mega anstrengend und super heiß da in der Küche. Also wirklich. Ich koche auch, ja, sehr gerne und auch gut. Aber da waren es schon sehr erschwerende Bedingungen. Ja, also ich habe echt Respekt vor den Leuten, ne? Also auf so engem Raum. Yvonne möchte sich heute Abend noch mehr nützlich machen und Elke vorbildlich bedienen. Sie zeigen die Flasche herum, nehmen ein Glas, halten es, dann öffnen Sie die Flasche und servieren. Okay, ich versuch's. So, und dann Ja, dann mal ran an den Tisch. So, ich habe gehört, die Herrschaften möchten noch ein Gläschen Wein. Ja. Bitte schön. Das ist der richtige, ne? Den mögen wir sehr gerne. Ja. Wunderbar. Bitte mal einschenken. Ist der denn schon offen? Alle frotzeln. Klappt alles ohne Tropfen, alles im Glas drin. Ich bin zwar etwas verwundert, warum ich am wenigsten bekommen habe, aber... Ja, du hattest schon genug. Das sollte sich nicht sehr wundern. Ich lasse mich heute nicht lumpen. Dann muss ich jetzt mal aktiv werden. Auftritt Jeanette. Ihr Essen will sie natürlich selbst servieren. Elke scheint extrem gespannt zu sein. Ich kann das nicht. Okay, ich versuch's. Ja, das alte Problem. Oh mein Gott, das ist ganz schön heiß. Aber die Haltung ist zumindest 1A. Das ist jetzt mein Risotto, was ich zubereitet habe, extra für Elke. Unter extrem schwierigen und heißen Bedingungen. Hoffentlich weiß Elke das zu würdigen. So, Elke. Extra für dich heute zubereitet. Das schaut aber sehr lecker aus. Dann erklär mir mal, was du für mich gekocht hast. Das ist ein Pilzrisotto. Extra für dich als Vegetarierin. Und was ist alles drinnen? Pilze? Ja, das ist korrekt. Was noch? Und Risotto. Reis, Pilze, Zwiebeln, Weißwein. Ich glaube, es war Thymian, was ich da gehackt habe. Oder was war das nochmal, Ivi? Weißt du? Ich glaube, Rosmarin, oder? Nee, Majoran, glaube ich. Oder Thymian, ich weiß. Es schmeckt bestimmt. Was da auch drin steckt, das ist der dicke Dings da, die Sanddüne. Also die Dekoration, damit habe ich nichts zu tun, aber das Risotto habe ich gekocht. Marketingfachfrau Jeanette kommt einfach überzeugend rüber. Gegenüber sind die Eiswürfel natürlich alle aneinander gefroren. Und? Wie schmeckt es dir? Und? Ja. Schmeckt sehr gut, aber könnten noch viel Gewürze hin. Pfeffer und Salz. Ja? Na, gewürzt habe ich es nicht. Also ich habe nur... Zwiebeln geschnitten. Jetzt kommt's richtig. Jetzt muss gerade gewürzt. Aber ich muss auf jeden Fall das Risotto natürlich auch mal probieren. Also dann Dankeschön. Schmeckt aber sehr lecker. Hast du sehr viel Mühe gegeben. Guck mal, hier sind auch deine Kartoffelhäutchen. Die habe ich auch gemacht. Meine eine Die oder die von Kroketten. allen? Na, von allen nicht. Ich habe ein paar gemacht, aber... Also meine sieht ein bisschen schief aus, die könnte es gewesen Genau, sein. zwei Stück. Jedes Mal beim anderen. Aber egal, wer jetzt welche Kartoffel geformt hat, das Abendessen ist der fröhliche Abschluss eines langen Tages im südlichen Afrika. Yvonne und Jeanette werden heute Nacht sicher noch träumen von heißem Kartoffelbrei und Pilzrisotto mit Pilzen. Jetzt genießen die Passagiere nur noch das sanfte Rattern des Zuges, das diese Reise so unvergleichlich macht. Und so geht's weiter bei Verrückt nach Zug. Ab zur Spitzkoppe, dem Matterhorn Namibias. Rührende Momente für Maren und Dodo und ein traditionelles Grillfest unter freiem Himmel.